Business Class Top 5. Ich habe heute die passende Stimme für Business Class. Die klingt heute ein bisschen seriöser als sonst, liegt an meiner Erkältung, macht aber nichts. Hey, hallo und herzlich willkommen. Welche sind die 5 Airlines mit der besten Business Class 2024? Ist ja schon fast vorbei, aber vorher wollen wir das nochmal festhalten. Und welche Airlines haben gefloppt, wenn es nach Kai geht? Versteht sich. Es ist ja schon ein liebgewordener Brauch bei uns, dass wir zum Jahresende zurückblicken und Kai seine Top 5 und teilweise auch seine Flop 5 oder Flop 3 oder wie auch immer in verschiedenen Bereichen vorstellt. Und ich stelle da dumme Fragen dazu, bis ich es auch begriffen habe. Heute geht es um die 5 besten Business-Class-Produkte. Doch anfangen wollen wir mit den 3 Flops des Jahres. Hallo Kai. Hallo. Welche Airlines haben dich dieses Jahr nicht so begeistert, wie du es vielleicht erwartet hast? Ja, bevor wir zu den Top 5 kommen, möchte ich mich ein bisschen auskotzen über ein paar Airlines. Ja, das habe ich gemerkt. Das ist ein dringendes Bedürfnis. Nicht so gut gefallen haben. Es gab auch welche, die waren so in der Mitte dazwischen. Aber bei 3 ist es mir wirklich aufgefallen, dass ich die nicht so toll fand. Das waren 3 große Netzwerk-Carrier, die mich auch aus verschiedenen Gründen enttäuscht haben. Würde jetzt also nicht so weit gehen, davon Flops zu sprechen. Aber ich hatte da bei allen 3 eigentlich mehr erwartet, weil es eben auch große, arrivierte Airlines sind. Sagen wir Underperformer. Genau. Okay. Was sind denn jetzt die 3, ich glaube 3 hatten wir, Underperformers dieses Jahr? Gehen wir chronologisch vor, dann war die erste Enttäuschung British Airways, wobei Enttäuschung ich da ein bisschen in Tüdel setze. Ich hatte mich auf die Club Suite gefreut, war das erste Mal, dass ich mit denen geflogen bin, war zurück aus San Francisco nach London. So die Suiten fand ich schon ein bisschen enttäuschend, weil die haben eben sehr niedrige Türen, habe ich schon mehrfach erzählt, dieses Modell Jägerzaun. Ne? Also du hast eine Kniehöhe, aber das ist nicht wirklich eine Tür. Eigentlich Stolperfallen, oder? Das ist eher eine Stolperfalle, genau. Es bringt vor allen Dingen wenig Privatsphäre zusätzliche. Wenn man liegt, wenn man schläft, dann hat man zumindest den Eindruck, aber es kann natürlich trotzdem jeder über diesen Jägerzaun drüber gucken. Deshalb, da war ich ein bisschen enttäuscht. Dazu hatte ich dann eine Flugbegleiterin, die mit mir irgendwie nicht zurechtkam. Sollte das schon mal als kleinen Spoiler nicht die einzige Frau bleiben, mit der ich dieses Jahr Probleme hatte. Da lief irgendwie vieles nicht so, wie man das beim Service in der Business Class eigentlich sich wünschen würde. Und gab es noch eine Airline, die dich gestört hat? Klar, wir haben jetzt eine von 3. Die zweite ist Air France. Da war ich im Großen und Ganzen eigentlich zufrieden. War ein ordentliches Bordprodukt und Essen war okay. Genervt hat mich, dass ich einen Flashback aus einer längst vergangenen Zeit hatte und die Flugbegleiterin sich geweigert hat, mit mir Englisch zu sprechen. Also so bei der Begrüßung und bei der Aufnahme der ersten Getränkewünsche, da ging es noch, aber sie wurde also immer französischer. Vive la France. Und dafür ist Air France ja tatsächlich auch Jahre und Jahrzehnte lang verschrien gewesen, berüchtigt, möchte ich fast sagen. Ganz Frankreich. Ja, klar, irgendwoher kommt's, ne? Das fand ich anstrengend. Die können ja vor allen Dingen, sie können alle Englisch, sie wollen es halt noch nicht sprechen, ne? Ich frage sie also irgendwas auf Englisch, sie antwortet auf Französisch. Ich wiederhole dann irgendwann genervt die Frage auf Thai, ne? Sie guckt mich blöd an. So, sieht sie mal, wie das ist, wenn jemand mit einem in einer Sprache spricht, die man nicht versteht. Nur, dass es ihr Job wäre, mich halt irgendwie zufriedenzustellen als Passagier und nicht umgekehrt. Also es ist nicht mein Job, da einen Französischkurs zu machen, damit ich mir ein Getränk bestellen kann, sondern es wäre ihre Aufgabe gewesen, mit mir so zu kommunizieren, dass ich zumindest solche rudimentären Dinge wie eine Essensbestellung oder einen Getränkewunsch aufgeben kann. Und das hat nicht funktioniert. Und das fand ich einfach ultra nervig. So. Da kann man mal sehen, so eine Kleinigkeit, die 2 vertragen sich irgendwie nicht. Also war das die Chemie zwischen euch, die da nicht gepasst hat, oder was hat da geklemmt? Ist das ein rein weibliches Problem? Ist es ein rein männliches Problem, oder? Das weiß ich nicht. Also für mich war nun dummerweise eine Frau zuständig. Das letzte Mal in der Air France Business Class hatte ich einen männlichen Flugbegleiter. Der hat hervorragend Englisch gesprochen. Es steht und fällt mit der Crew. Das ist so der alte Satz. Und der Flugbegleiter oder die Flugbegleiterin, die für einen persönlich zuständig ist, wenn die einfach einen schlechten Tag hat oder da die Chemie nicht stimmt, weiß der Teufel was, dann wird das oft auch ein schlechter Flug. Und das ist dann einfach schade. Also insbesondere, wenn man dafür viel Geld bezahlt hätte. Bei mir waren es ja nur Meilen, aber trotzdem war es ärgerlich. So. Ja, und da gibt es ja x Studien drüber. Ein richtig negatives Erlebnis, eine richtig negative Erfahrung mit einem Anbieter, mit einem Dienstleister, mit einem Produkt wiegt 10-fach
im Vergleich zu einer positiven Erfahrung Das ist natürlich doof. Okay, aber wir haben noch ein drittes enttäuschendes Erlebnis. Ja, genau. Halten wir uns an dem fest. Ja, und das war ein fast komplett Reinfall. Das war mit Qantas, australische Airline von Tokio nach Sydney. Auch hier wieder ein relativ solides Bordprodukt, sogar Pyjamas auf einem Tagflug habe ich auch in der Business Class noch nie gehabt. Aber das Essen war fürchterlich und dann wieder eine für mich zuständige Flugbegleiterin, die mich also nach Kräften ignoriert hat. Das ging dann also so weit, dass sie beim Frühstück, es war ein frühen Tagflug, das heißt das erste Essen morgens war ein Frühstück, da hat sie mir einfach irgendwas serviert. Während sie alle anderen, das habe ich ja mitgekriegt, ne? Ich kriege ja mit, wenn sie denn durch die Reihen geht und jeden fragt, was er gerne zum Frühstück essen möchte. Nur bei mir geht sie vorbei und serviert mir dann halt einfach irgendwas. Ich habe so ein bisschen auch den Verdacht, ich weiß es nicht, aber ich habe halt immer die Kamera dabei gehabt und habe die Kamera, ich lasse die nicht laufen, wenn ich mich mit einer Flugbegleiterin unterhalte, aber die steht dann da und die kriegen natürlich mit, dass ich irgendwie während des Fluges dann mit mir selbst rede und da was aufnehme. Und vielleicht gibt es Flugbegleiter, die finden das toll, habe ich auch gehabt, die dann auch mal interessiert nachfragen, wo wird das denn veröffentlicht, YouTuber, wie heißt der Kanal, würde ich mir gerne angucken. Und dann gibt es offensichtlich welche, die haben da keinen Bock drauf und sind dann mucksch und sind dann muckelig und fangen dann eben an, dich zu ignorieren, was natürlich auch nicht geht. Ne? Also dann kann sie sagen, wenn das jetzt eine Airline-Policy wäre, dass es verboten ist, an Bord zu filmen, sollen sie mir sagen, dann höre ich damit auf. Aber wenn sie sich einfach nur persönlich damit nicht wohlfühlt, dass ich nicht mal sie filme, sondern einfach das Bordprodukt, die Sitze und mir auch Mühe gebe, da auch keine anderen Passagiere zu filmen oder so. Es darf auf jeden Fall nicht so weit gehen, dass ich dann einfach ignoriert werde und mir einfach irgendein Scheißessen dahin geschoben wird, das übrig geblieben ist. Immerhin, das muss man der Fairness halber dann sagen, der Purser, der war ein echter Aktivposten, der hat noch versucht, das wieder so ein bisschen rauszureißen. Der kam dann immer wieder an und fragte, ob bei mir alles okay ist. Also hat er offensichtlich gemerkt, dass bei mir nicht alles okay ist. Hat dann auch das eine oder andere, ich sage, ja, hier jetzt der Portwein zum Dessert ist jetzt auch wieder nicht gekommen. Ich sage, das ist jetzt das 3. Mal, dass die Dame mich hier ignoriert oder irgendwas läuft hier schief. Sagt, Entschuldigung, tut mir total leid, der Portwein ist in weniger als einer Minute da. Und dann kam er also angeflogen, servierte mir meinen Portwein. Aber es hilft ja nichts, wenn man dann immer den Purser rufen muss, weil man nicht das bekommt, was man bestellt hat. Und dann war das Essen auch einfach schlecht, das muss man auch einfach mal sagen. Ich weiß nicht, ob die Australier sowas generell essen. Ich esse das nicht. Die fliege ich auch nicht wieder. Also Australien ist ja ohnehin jetzt nicht unbedingt um die Ecke. Da fliegt man ohnehin selten, aber wenn ich da nochmal hinfliege, dann nicht mit Qantas, ganz sicher nicht. Okay, das klingt ziemlich harsch. Aber jetzt endlich zu den positiven Erlebnissen, Kai. Genau. Welcher Business-Class-Flug ist bei dir 2024 auf Platz 5 gelandet? Jetzt schalte ich also wieder um auf den euphorischen Kai. Sehr schön. Platz 5, Cathay Pacific von Hongkong nach Dubai. In Hongkong ist so gut wie alles schiefgelaufen. Das war der Beginn meines Review-Trips. Bin nach Hongkong, kam relativ spät an, bin in die Stadt, bin dann nicht mehr ins Hotel gekommen, weil nichts geklappt hat. Taxis nehmen keine Kreditkarte oder man kann da nicht irgendwie mit Telefon oder so zahlen, sondern die wollten Cash sehen. Cash hatte ich nicht, jedenfalls kein Hongkong-Cash. Dann habe ich versucht, mir Geld zu ziehen. Ich bin schon mit dem Zug in die Stadt und da an der Station habe ich dann also versucht, an einem Geldautomaten, da gab es auch nur 2 Geldautomaten, mir da Geld zu ziehen. Das hat nicht geklappt. Ich total genervt, bin am Ende, es war dann schon 1 Uhr nachts oder so, habe ich den letzten Zug zurück zum Flughafen genommen, damit ich da jetzt nicht an dieser komischen Station verrecke und habe dann eben im Flughafen auf der Bank geschlafen. So, das war der Beginn meines Review-Trips. Aber Cathay Pacific, solide Airline, nicht umsonst lange Zeit 5-Sterne-Airline bei Skytrax gewesen. Den 5. haben sie während Corona, glaube ich, verloren, weil sie da nicht geflogen sind. Ganz tolles, solides Bordprodukt. War in der 777, in der üblichen 121 Reverse Herringbone auf einem Safran Cirrus Sitz oder Safran, wie du mir letztens erklärt hast. Ich hatte das Glück, dass die hintere Kabine komplett leer war, sodass ich jede Menge Videos machen konnte. Bei Cathay Pacific hatte ich auch eine Flugbegleiterin, die war, wie ich das eben von einer 5-Sterne-Airline gewohnt bin, absolut professionell, super nett, ohne irgendwie aufdringlich zu sein. Also die wusste, wie ihr Job funktioniert. Und dann habe ich zum ersten Mal als zweiten Gang nach Dubai, das waren so 8 Stunden, und als zweiten Gang gab es dann einen Burger mit Pommes. Das war das erste Mal, dass ich im Flugzeug einen Burger mit Pommes bekommen habe. Habe ich noch nie gehabt. Und der war sogar gut. Also ganz solide Nummer, Platz 5 für Cathay Pacific. Cool. Also Cathay Pacific darf ich ja im Januar oder Februar selber ausprobieren. Business Class bin ich schon ganz gespannt. Ja. Die Premium Economy von Cathay, die kenne ich. Bin ich vor Jahren mal geflogen. Aber Business Class Cathay Pacific hole ich mir im Januar oder Februar. Auf Platz 4, Kai, bei dir, 2024. Condor Business Class im A330 Neo. Ich
hatte mir da einen Prime Seat gegönnt, haben wir auch ein Video zu gemacht und 200 € Aufpreis dann eben für den Prime Seat bezahlt und der Preis hätte sich auch gelohnt, wenn denn das Wi-Fi, das damit inkludiert hätte sein sollen, funktioniert hätte. Das hat nicht funktioniert, nicht das einzige Mal in dem Jahr, dass Wi-Fi nicht funktioniert hat. Ja, und da war es ein bisschen ärgerlich, weil ich den Flug Cash bezahlt hatte, war ein One-Way und dann eben auch meine Anfrage an die Presseabteilung zu der Frage, wie man das regeln kann auf dem kleinen Dienstweg, wurde da ziemlich abgebürstet. Sonst wäre vermutlich Condor auch noch höher platziert gewesen, denn der Sitz, der war absolut hervorragend. Crew war super, super nett, super professionell. Das Essen war gut, der Portwein war gut. Also ich hatte zu Condor wirklich nichts zu meckern, bis eben auf das mit dem Wi-Fi. Das ist dann schon sehr ärgerlich. Ja, das scheint grundsätzlich eine wackelige Angelegenheit zu sein. Man staunt 2024 noch immer, aber... Und dann auch in einem neuen Flugzeug, ne? Also das war jetzt kein alter Clipper, wie das bei Lufthansa war, A380, der schon 15 Jahre in der Luft ist, dass da dann mal das Wi-Fi nicht funktioniert. Technik nicht neuester Stand ist, okay, aber der A330 Neo von Condor, der war glaube ich ein Jahr alt oder 1,5 Jahre. Das ist schon ein bisschen schade. Finde ich auch. Dann kommen wir aber trotzdem zu Platz 3, Kai. Was steht da? Platz 3 war mein letzter Flug, das war Gulf Air. Ah ja. Zwei. Da haben wir auch ein Video zu gemacht, das auf 4 geklickt wurde. Die beiden Teilstrecken in der Tat. Ich glaube, es liegt daran, dass eben Gulf Air es nicht so viele Reviews im Internet dazu gibt, jedenfalls keine deutschsprachigen, weil das eben auch keine Netzwerk-Airline ist oder nicht in irgendeiner Allianz. Deshalb fliegen die wahrscheinlich oder fliegen wenig Leute damit. Und dann sind die natürlich auch im Schatten der großen 3 im Middle East, also Qatar Airways, Emirates, Etihad. Also 2 Teilstrecken im A321 Neo und dem Dreamliner. 2 verschiedene Bordprodukte, beide top. Ne? Nun ist ja im A321, wo man als Europäer ja immer einen Economy-Stuhl erwartet. Da ist natürlich alles, was besser ist als ein Economy-Stuhl, denn schon ein riesengroßer Schritt nach vorne. Aber das war ein richtig neues, niegelnagelneues Business-Class-Produkt mit Full-Flat-Sitzen und toller Service. Also absolut begeistert gewesen. Auf dem zweiten Segment war ich zu müde, noch auf das Dessert zu warten. Das soll schon einiges bedeuten, wenn ich es nicht mehr bis zum Dessert schaffe. Das heißt, da habe ich mich dann zeitig schlafen gelegt. Crews waren professionell. Ich hatte auf dem ersten Segment eine russische Flugbegleiterin, die sich als Ukrainerin ausgegeben hat. Die Geschichte habe ich, glaube ich, in einem Video schon erzählt. Ja. Die war super nett. Hat mir noch Essen vom zweiten Service auf einem 5-Stunden-Flug, 2 Services, noch was für unterwegs sozusagen und gereicht, habe ich mir dann auch noch ein paar von reingezwängt. Tut man nicht alles, um die Crew glücklich zu machen. Natürlich. Und das war toll, der Dreamliner mit der 222-Bestuhlung, aber das sind eben Apex-Suiten, sodass man eben auch am Fensterplatz direkten Zugang zum Gang hat. Man hat eben so einen kleinen Gang um den Nebensitz drumherum. Guckt euch das Video nochmal an, das wir dazu gemacht haben. Toller Sitz, tolle Airline, hat mir gut gefallen. Und jetzt, obwohl Kai immer das Gegenteil behauptet, ich gucke mir die Skripte tatsächlich vorher an, bevor wir auf Sendung gehen oder bevor wir es aufzeichnen. Und auf Platz 2 haben wir tatsächlich die Allegris stehen, die Lufthansa Allegris Business Class. Und ich bin schier vom Glauben abgefallen. Kai, was ist passiert? Ja, verliebt in Allegris, ne, war unser Titel zu dem Review der Lufthansa Allegris, die ich geflogen bin. Ich hatte einiges auf mich genommen, um die Allegris auf einem der ersten Flüge auch testen zu können. Bin dafür extra hier aus Bangkok angereist über Nacht, um dann rechtzeitig da mittags oder früher Nachmittag in München zu sein. Für den zweiten Flug war es, glaube ich, nach Toronto mit der Allegris. Und ich bin dafür dann mit einem Suite-Upgrade belohnt worden. Das war ganz offensichtlich ein Fall der selteneren Fälle, wo mir die Kamera ein Stück weit geholfen hat. Beim Boarding hatte ich so ein bisschen angepisst geguckt, hatte auch einen ersten kleinen Kommentar an die Kamera gesprochen. Da saß ich eben noch auf dem ursprünglich gebuchten Sitz. Boarding hat eine Stunde verspätet angefangen, fing dann auch an einer anderen Tür an, als ich mich positioniert hatte, um einer der ersten an Bord zu sein. Ein paar Fotos zu machen, das hatte mich genervt. Entsprechend genervt habe ich dann eben auch in die Kamera gelabert. So, und das hat dann der zuständige Flugbegleiter das mitgekriegt. Hat nochmal gefragt, was los gewesen ist. Habe ich ihm eben erzählt, dass da ein bisschen Wirbel war am Gate. Und dann hat er sich gekümmert und kam nach ein paar Minuten wieder und meinte dann, hier, neuer Platz, hier bitte vorne in die Suite. Das fand ich sehr, nicht schlecht. Sehr freundlich. Und die Suite, die ist halt wirklich cool, die ist richtig gut. Auch da guckt euch das Video an, falls ihr es mir nicht glaubt. Wenn die normalen Sitze in der Allegris alle so wären wie diese Suite, dann wäre das sicherlich auch mein Deal des Jahres gewesen. Dann wären die auf Platz 1 gelandet. Beim Service gab es ein paar Schwächen, hatte ich auch gesagt. Die Crew war zum ersten Mal in dem Flieger, hatte keine Zeit, sich mit den Küchengeräten einzugrooven. Das führte dann dazu, dass das Essen eher geht so war. Es gab Spargel, der war wässrig und die Soße war angetrocknet. Also da hat
offensichtlich das Zusammenspiel da mit den Konvektomaten noch nicht so richtig funktioniert. Aber okay, das erste Mal, das nehme ich dann nicht so rum. Die Suiten sind ein echtes Ausrufezeichen. Das Problem wird eben sein, mittlerweile wissen wir, was es kosten wird. Die Sitzplatzreservierung für die Suiten werden 600 € One-Way kosten und das ist dann natürlich schon eine ganze Menge Geld. Das ist zwar in der Suite tatsächlich wie ein First-Class-Upgrade, weil ihr eben nicht nur einen besseren Sitz habt mit einer Tür drumherum und jeder Menge Beinfreiheit und auch Stauraum, sondern ihr habt eine bessere Karte. Das heißt, es gibt ein bisschen aufgewertetes Essen, es gibt ein Pyjama und ihr habt eben die geräumige Suite. Trotzdem 600 € dafür sind schon eine ganze Menge Geld. Muss man sich dann schon sehr gut überlegen. Da hat dann ja zu dem Zeitpunkt schon ein Business-Class-Ticket bezahlt. Das ist ja kein Upgrade eines Economy-Tickets, sondern eben ein Business-Class-Ticket, das man schon bezahlt hat, plus 600 €. Das ist eine ganze Menge Geld. Business Class Plus, dieser Trend, beziehungsweise schon so ein bisschen First Class. Genau. Dann aber zu Platz 1. Kai. Da werden sich jetzt viele an den Kopf fassen und fragen, ist der Berge komplett durchgedreht jetzt? Wie kommt er da drauf? Seit es den Podcast gibt, haben sich ja die meisten dran gewöhnt. Ja, stimmt eigentlich. Und es gucken uns ja auch nur Leute zu, die uns ohnehin schon kennen. Die wissen ja, was kommt. Platz 1 ist bei mir SAS Scandinavian Airlines im A330 nach San Francisco von Kopenhagen. 13 Stunden, glaube ich, unterwegs gewesen. Also mir hat die Lounge in Kopenhagen schon extrem gut gefallen, auch wenn es bei SAS offensichtlich nie irgendwas Warmes zu essen gibt. Also ich habe SAS Lounge in Kopenhagen, ich habe die in Oslo und ich habe die in Stockholm durch und nirgendwo in der Gold Lounge auch gibt's was Warmes zu essen. Es war nun meistens immer früh morgens, so das vielleicht Frühstück, aber ich habe auch immer noch mal, hab dann warten können bis zum Mittagsbuffet und auch da kam nichts Warmes, außer ein bisschen Suppe vielleicht. Nichtsdestotrotz, ich war so ein bisschen in Sorge, weil SAS zu dem Zeitpunkt noch in Insolvenz war und dann dachte ich, okay, da wird wahrscheinlich an allem gespart werden an Bord, woran man so sparen kann. Aber das Gegenteil war der Fall. Also auf den 13 Stunden gab es 3 Services. Einmal ein voller Lunch-Service zu Beginn, so wie man es gerne hat, eben, also mehr Gänge-Service, nicht irgendwie alles auf ein Tablett geklatscht und dann hier, lass uns in Ruhe, sondern sehr schöner Service. Dann gab es einen Snack mit Sandwiches und Wraps sowie Getränken in der Mitte des Fluges und dann nochmal ein volles Essen auf einem Tablett allerdings vor der Landung. Tolle Crew, nette Flugbegleiterin, die ich da hatte, die für mich zuständig war ich absolut rundum zufrieden. Gerne wieder. Portwein war okay, also habe ich wirklich nicht erwartet. Ich hatte gedacht, SAS, wenn das mal gut geht, so überhaupt Skandinavier. Pleitegeier. Pleitegeier und dann europäische Airlines sind eben normalerweise auch im Service eher so, ich sag mal vorsichtig zurückhaltend. Aber das war extrem gut. Hat mich gewundert und gefreut und kann ich wirklich empfehlen. Probiert das gerne mal aus. Ja. Kostet ja auch, wenn man es mit Meilen bucht und eine Verfügbarkeit findet, das ist eben ein kleines Problem. Bei SAS Eurobonus kostet es nur 50.000 Punkte, egal wo du hinfliegst auf der Langstrecke, immer nur 50.000 Punkte. USA, Asien, ich habe jetzt zum ersten Mal in meinem Leben, habe gestern nochmal geguckt, Verfügbarkeiten für Bangkok gefunden. Von Bangkok nach Kopenhagen. Habe ich noch nie vorher Verfügbarkeiten gefunden, jetzt direkt an mehreren Tagen nacheinander. Und sogar Heiligabend. Ich habe fast überlegt, ob ich Heiligabend von Bangkok nach Kopenhagen fliege, einfach nur, um mal was Vernünftiges zu essen zu Weihnachten. Dänische Weihnachten. Ja. Genau. Ja Mensch, also waren jetzt auch einige Überraschungen dabei. Die größte Überraschung von dem Vorjahresranking, also wir haben ungefähr vor einem Jahr schon mal sowas gemacht, Top 5 Business Class und keine einzige Top 5 von damals hat es jetzt ins neue Jahr geschafft. Kai, hast du dafür eine Erklärung? Naja, also wenn ich jedes Jahr Qatar Airways und Singapore Airlines auf den beiden Top-Plätzen hätte, dann wäre es ja langweilig. Ne? Und es geht ja auch immer ein bisschen darum, immer mal neue Bordprodukte, neue Airlines vorzustellen, die eben nicht jeder kennt und mit denen nicht jeder schon geflogen ist. Deshalb, bemühe ich mich dann eben auch in das Ranking Airlines aufzunehmen, die wir eben noch nicht durchgeleiert haben sozusagen. Ja, das ist ja auch keine Treppe mit Treppenstufen, mit klarer Abgrenzung der Plätze und so weiter, sondern das sind einfach die 5 Besten, die Kai eingefallen sind in der Reihenfolge oder in einer anderen Reihenfolge. Und du hast wieder eine andere Reihenfolge bei deinen Erfahrungen 2024. Bevor ich loshusten muss, ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Alles Gute, alle Grüße und tschüss, bis zum nächsten Mal und tschüss Kai. Wenn ihr unsere Folge zu den Condor-Flug übrigens noch nicht gesehen habt, dann habt ihr jetzt im Anschluss an dieses Video nochmal Gelegenheit dazu. Das kommt hier jetzt direkt als nächstes, wenn ihr auf den Link hier klickt. Wir haben bisher immer behauptet, dass das automatisch abgespielt werden würde. Das stimmt gar nicht. Ihr müsst da schon draufklicken, aber dann kommt das Video zu dem Condor Prime Seat. Schaut euch das unbedingt an. Früher wurde das immer automatisch abgespielt. Das kann sein. Aber das mal am Rand. Bis dahin.